Wir an der ZAMG setzen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Gletscher und am Feld ein. Dabei müssen sie sicher, performant und von überall auf unsere riesen Datenmengen in unseren Rechenzentren zugreifen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMG, ist die älteste Wetterstation der Welt. Wir kümmern uns einerseits um Wetter, Klima, Glaziologie, also die Lehre von Eis und Schnee, aber auch um Phänologie. Wir haben Standorte hier in Wien, in Salzburg, in Graz, Klagenfurt, Innsbruck und auch das höchste permanent besetzte Observatorium Europas. Ein weiteres Observatorium, das Konrad-Observatorium bei Wiener Neustadt, kümmert sich um Gravimetrie, Erdmagnetismus, aber auch die Auswertung von illegalen Atomtests weltweit. Wir haben 4 High-Performance-Computer, sogenannte Supercomputer, und ein Multi-Petabyte-Storage-Archiv. Unsere 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen von der IT bestmöglich serviciert werden. Sei es einerseits datentechnisch, andererseits hardwaretechnisch. 100.000 Datensätze pro Minute, die in unser Rechenzentrum fließen, und mehrere Petabyte, die in unserem Rechenzentrum zur Verfügung stehen. Das bedeutet, sehr viele Daten in sehr schneller Zeit verschneiden zu können und allen Userinnen und Usern in Echtzeit den Zugriff darauf zu erlauben. Nicht nur in Bürozeiten, sondern 24/7, denn wir gehören zur kritischen Infrastruktur in Österreich. Vor unserer Lösung mit der Virtualisierung hatten wir tatsächlich rund 600 bis 700 Einzelrechner, die wir servicieren mussten. Und diese wachsende Herausforderung bedeutet einen enormen Ressourcenaufwand. Mit einer virtuellen Desktop-Umgebung schaffen wir es, diese Ressourcen zu bündeln und effizient einzusetzen. Ich bin bei der ZAMG in der IT tätig, in der Abteilung IKS, Informations-Kommunikationssysteme. Hauptsächlich zuständig bin ich für den Bereich VDI, das ist Virtual Desktop Infrastructure. Für den Aufbau unserer zentralen administrativen Leitstelle wurde Hardware der Firma Nutanix angeschafft. Mittels Citrix können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ZAMG auf unsere Terminal-Server zugreifen. Aktuell setzen wir bis zu 120 Stück Thin Clients ein, welche alle mit Eagle-Software ausgestattet sind. Diese Zahl steigt stetig, da wir immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ZAMG an unser VDI-System anbinden. Aktuell setzen wir an Eagle-Produkten das Betriebssystem und die Administrationskonsole, die UMS-Konsole ein. Das ist die Universal Management Suite. Mit dieser können wir zentral Profile einrichten, die Sicherheits- und Systemeinstellungen bereitstellen und Firmware-Upgrades ausrollen. Für uns als IT-Abteilung ist es wichtig, den Nutzern den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Sie müssen den Thin Client nur einschalten, erhalten eine Anmeldemaske und schon sind Sie unkompliziert bei uns im Unternehmensnetzwerk. Die Administration der Endgeräte ist wirklich einfach. Früher musste man zu jedem Client extra hingehen, um ihn zu administrieren. Heute kann man das über die UMS-Konsole ganz einfach zentral machen und das ist für mich der entscheidende große Vorteil an der Eagle-Lösung. Wenn ich zum Beispiel ein Gerät updaten möchte, muss ich lediglich das Objekt auswählen, Rechtsklick auf Update und innerhalb von 3 Minuten ist das Gerät auf dem neuesten Stand. Ein großer Vorteil von VDI und den Eagle-Produkten ist auf jeden Fall, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen platzunabhängig sind, nicht mehr von ihrem Büro aus arbeiten müssen, sondern von überall einen sicheren Zugriff auf ihre gewohnte Arbeitsumgebung erhalten. Positive Rückmeldung erhalte ich von den Anwendern und Anwenderinnen dahingehend, dass das VDI-System performanter und stabiler läuft als die alte Lösung. Mit Eagle hatten wir die Möglichkeit, sicher, performant und von überall auf die Daten zuzugreifen.